Nee, das ist nicht dein Fehler. Ich sag's gerade im Sprechenfach auch. Die Visegrad-Länder Polen, Tschechien, Ungarn und die Slowakei beteiligen sich weiterhin nicht an der Aufteilung von Flüchtlingen innerhalb der Europäischen Union. Jetzt hat die EU-Kommission ein Verfahren gegen besagte Staaten eingeleitet. Einzige Ausnahme hier bildet die Slowakei, da sie zuletzt 16 Flüchtlinge aufgenommen hat und auch weiteren Aufnahmen zusagte. Ungarn klagt im Gegenzug mit der Slowakei gegen die EU, da diese die Aufteilung trotz Widerstands kleiner EU-Länder beschlossen hatte. Ska Keller, die Grünen-Fraktionsvorsitzende im EU-Parlament, schlug vor, große Flüchtlingsgruppen in Osteuropa unterzubringen. So solle beispielsweise ein ganzes syrisches Dorf nach Lettland umgesiedelt werden. Die Integration soll so einfacher gestaltet werden können. Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein ist aus dem Thüringer Flüchtlingsrat ausgeschlossen worden. Der SPD-Politiker hatte sich 2015 in einem offenen Brief gegen eine Schulpflicht für Asylbewerberkinder ausgesprochen und war bereits damals, auch aus eigenen Reihen, stark kritisiert worden. Die Schulpflicht solle für Asylbewerberkinder erst ab dann gelten, wenn der Flüchtlingsstatus geklärt ist, schrieb Bausewein. Zudem solle die Liste sicherer Herkunftsländer überarbeitet werden. Das deutsche Grundgesetz sieht keinen ausdrücklichen Rechtsanspruch auf Bildung für Flüchtlinge und Ausländer ohne Aufenthaltsstatus. Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union spricht in Artikel 14 jeder Person das Recht auf Bildung sowie auf Zugang zu beruflichen Ausbildung und Weiterbildung zu, einschließlich des Rechts, unentgeltlich am Pflichtschulunterricht teilzunehmen. Viele Bundesländer halten sich daran. Das Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen, das am 1. August 2005 in Kraft trat, verankert in § 34 ausdrücklich eine Schulpflicht auch für minderjährige Flüchtlinge. Nordrhein-Westfalen war hierin Vorreiter unter den Bundesländern. Polens rechtspopulistische Regierungschefin Beate Szydło hat mit ihren Äußerungen bei einer Gedenkfeier am Vernichtungslager Auschwitz für einen Eklat gesorgt. Sie nutzte die Gedenkfeier an die Opfer von Auschwitz aus, um sich für Polens derzeitige Anti-Flüchtlingspolitik auszusprechen. Solche Worte sollten niemals an einem solchen Ort von einer polnischen Ministerpräsidentin ausgesprochen werden, verurteilte EU-Ratspräsident Donald Tusk die Aktion. Die Chefin der liberalen Oppositionspartei Nowoczesna, Katarzyna Lubnauer, warf Szydło vor, den Horror von Auschwitz zu missbrauchen, um den Polen Angst vor Flüchtlingen zu machen. Vor dem Hintergrund, dass 74.000 von insgesamt 150.000 polnischen Gefangenen in Auschwitz von den Nazis ermordet wurden, ist Szydłos respektloses Vorgehen ein politisches Armutszeugnis. Die Bürger Europas stehen hinter der Europäischen Union. Das ergab eine Studie des US-amerikanischen Meinungsforschungsinstituts Pew Research Center. Hierzu wurden 10.000 Bürger der 10 größten EU-Länder befragt. Während sich in Deutschland und Frankreich der größte Zuwachs an der Pro-Europa-Haltung zeigte, gibt es auch im Vereinigten Königreich trotz des Brexit einen Zuwachs von 10%. In den weiteren Staaten wie zum Beispiel Holland oder Spanien sieht es ähnlich aus. Einzig Italien bildet hierbei eine Ausnahme und verzeichnete einen leichten Rückgang. Das Beispiel England kann vermutlich als Warnung gesehen werden. Nur noch 18% der vom Pew Research Center befragten EU-Bürger wollen, dass ihr Land die Union verlässt. Menschen mit einem ausländischen Namen werden bei der Wohnungssuche in Deutschland benachteiligt. Das ergab eine gemeinsame Untersuchung von Datenjournalisten des Spiegel und des Bayerischen Rundfunks. Besonders türkische oder arabische Namen werden dabei diskriminiert. In jedem 4. Fall bekamen sie eine Absage. Stattdessen wurde ein klassischer deutscher Name bevorzugt. Die Journalisten fragten ca. 20.000 Mal bei Online-Angeboten an und erhielten 8.000 Antworten. Die fiktiven Testpersonen waren nahezu identisch, mit Ausnahme des Namens, dessen Herkunft Deutsch, Polnisch, Italienisch, Türkisch oder Arabisch war. Gerade in Städten mit hoher Wohnungsnachfrage wie etwa München oder Frankfurt am Main war die Diskriminierung besonders groß. Ebenso bei privaten Vermietern im Vergleich zu gewerblichen. Bei türkischen und arabischen Namen haben es Männer zudem schwerer als Frauen. Bilder von Demonstranten, die Autos in Brand steckten und Läden plünderten. Bilder von Polizisten, die auch grundlos auf friedliche Demonstranten einprügelten. Und ein Haufen von Staatsoberhäuptern, die es, wie erwartet, zu wenig Produktiven gebracht haben und den Aufwand von 130 Millionen Euro in keiner Weise rechtfertigen können. Diese Eindrücke und Bilder gingen um die Welt. Jetzt beschuldigt eine Seite die andere. Profilierung statt Konsens. Aber die Politik hat das bekommen, was sie wollte. Schöne Bilder und ein angebliches neues Problem, was die innere Sicherheit betreffen soll. Alles für den Wahlkampf. Die Bild-Zeitung als Sheriff. Auf der Titelseite vom Montag unverpixelte Bilder von Randalierern, dazu ein Fahndungsaufruf an die Leser. Ein klarer Verstoß gegen das Recht am eigenen Bild.
Und das, obwohl die Polizei nicht einmal nach diesen Personen fahndet, geschweige denn die Bild um Mithilfe gebeten hat. Die Bild-Zeitung hat dazu wieder einmal eine ganz eigene Rechtsauffassung. Chefredakteurin Tanit Koch behauptet nämlich in einem Tweet, dass das Persönlichkeitsrecht hinter dem berechtigten öffentlichen Interesse zurücktrete. Solange von juristischer Seite jedoch kein Fahndungsaufruf vorliegt, ist das schlichtweg falsch. Auf juristische Konsequenzen pochen, ohne sich selbst an Grundgesetze zu halten. Von der Chefredakteurin der meistgekauften Zeitung Deutschlands könnte man in diesem Bereich etwas mehr Wissen erwarten. Hauptsache die Auflage stimmt. Frankfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein ist aus dem Thüringer Flüchtlingsrat ausgeschlossen worden. Der SPD-Politiker hatte sich 2000